Überlegen Sie jedes Wort und jeden Satz, den Sie sprechen und jeden Gedanken, den Sie aufnehmen, ob es würdig ist, aufgenommen zu werden. Und überlegen Sie alles ganz genau, ob Sie auch richtig gehandelt haben. Rufen Sie sich täglich selbst zur Ordnung, das heißt zu Gott. Rügen Sie sich selbst. Dann brauchen Sie, wenn Sie glauben nur, dass Sie das Recht haben, Ihren Nächsten abzukanzeln, wo Sie selbst womöglich noch schlechter sind als einer Ihrer Nächsten, dass Sie nur glauben, den habe ich jetzt und den kann ich jetzt nehmen. Oh, Freunde, vorsichtig sein. Wenn Sie sich aber täglich zum Guten ermahnen, wenn Sie täglich mit sich selbst abrechnen und sich täglich zur Ordnung rufen, das heißt, dass Sie da dann erkennen können, dass das Böse Sie doch niemals zum Guten geführt hat und dass Sie sich überhaupt vom Bösen abwenden, ein Versprechen geben, dass Sie sich wirklich vom Bösen lösen, dann tun Sie es. Denn das Gute haben Sie nicht nur für sich selbst, das haben Sie auch für Ihre Nächsten nötig, Gutes an ihnen zu tun. Aber dieses können Sie erst dann, wenn Sie an sich selbst Gutes getan, Gutes empfunden haben. Und dass Sie dadurch zur Erkenntnis gekommen sind, da werden Sie ein pflichtbewusster Mensch. Das heißt, dann werden Sie auf dem Platz stehen, für den Gott Sie hier in diesem Erdenleben bestimmt hat. Dann werden Sie Gott dienen. Der erste Gottesdienst ist ja, wenn der Mensch zur Selbsterkenntnis, das heißt zur Selbstbesinnung kommt, dann die Selbsterkenntnis und dann, dass er sich auf sein Hiersein genau besinnt, dass er weiß, wozu er hier ist, dass er seinem Körper dienlich ist, ihm das zukommen lässt, was Gott für ihn bestimmt hat, dass er wirklich Gott so folgt, wie er zu folgen hat, denn er ist und bleibt ein göttliches Geschöpf. Ich weiß, dass es früher Menschen gegeben hat in den alten Geschichten, die da gesagt haben, das Fleisch ist satanisch, das ist das Böse. Schauen Sie, Freunde, das Gegenteil von dem gebe ich Ihnen als Beweis, wie es auch der reinen Wahrheit entspricht. Jeder Mensch und auch diese Körper, die Gott geschaffen hat, sind und bleiben göttlich. Sind und bleiben auch göttlich, wenn dieser vom Bösen erfasst und auch vom Bösen geführt wird. Dann geht es mir um eines, um das rein Göttliche, das doch in den Menschen steckt. Und das ist die Seele. Denn über die Seele hat der Mensch den göttlichen Empfang. Den Empfang der göttlichen Sendung. Wenn der Mensch selbst, der doch nur ein Geist in Wirklichkeit, in Wahrheit ist, im Willen des Bösen lebt, dann schließt sich die Seele. Dann hat der Mensch die Verbindung zu Gott ganz verloren. Und dann ist er ein gottloser Mensch. Und um diese Seele geht es, die da verschlossen, die da verkrampft ist und das Böse nicht an sich heranlässt, das Böse nicht in sich aufnimmt. Um diese Seele zu retten, liebe Freunde, um das rein Göttliche, dass es nicht in den Klauen des Satans dacht, im Gegenteil. Denn diesen Willen hat Gott jedem Lebewesen, auch den Menschen, belassen, wird er ihn nicht nehmen. Das haben wir aus dem Munde unseres Freundes Hohmann auch gehört. Das wird Gott nicht tun, heute so und morgen so sein. Nein, jeder ist seines Glückes Schmied, denn was der Mensch sät, wird er ernten. Und hier kommt es auf jeden Menschen an. Sie hatten bisher zum Teil auch geglaubt, das kommt ganz auf Gröning an, wie er ist. Nein, das kommt auf Sie selbst an. Und wenn Sie das Heil noch nicht erfahren, Freunde, schieben Sie es auf niemanden, auf keinen Ihrer Nächsten. Und beschimpfen Sie nicht Gott und sagen, ich kann nicht mehr glauben. Oder sagen womöglich, Gröning kann es nicht. Nein, auf Sie selbst kommt es an, nicht auf Gröning. Und auf keinen Ihrer Nächsten, auf Sie selbst. Immer Sie selbst.